Hey und willkommen zu diesem neuen Video hier bei Jonas und willkommen zum Ersteindruck von einem Prototyp. Denn City Transformer war letztes Jahr bereits auf der IAA ein heißes Thema. Viele haben darüber geredet, wie der urbane Bereich elektrifiziert werden kann und mit einer Möglichkeit, die ganze Spurbreite des Fahrzeuges um 40 cm zu verändern. Ja, auf die Idee kam vorher noch niemand, da musste man erst Transformer in den Namen packen. Ich finde, es ist ziemlich cool, erinnert natürlich an die Transformer-Filme von früher. Und ich sage es ganz ehrlich, ich war kein Fan von Transformer früher, aber wenn ich das Teil so neben mir sehe, dann ist es schon wirklich eine Hausnummer. Ich habe heute die Möglichkeit für euch, hier diesen Prototypen zu testen. Ein Fahrzeug, was wahrscheinlich erst Ende 2024 in die SOP geht, also in den Start of Production. Und dann werden wir sehen, ob der Prototyp final auf die Straßen gelangt. Wir werden das jetzt mal fahren, denn das Fahrzeug steht eben nicht immer so hier da, sondern es kann auch so aussehen und dann ist es auf einmal deutlich schmaler. Wir probieren aus, wie es ist, das Ganze während der Fahrt zu nutzen und stellen es natürlich erstmal wieder entsprechend hin. Ich finde es ganz cool, bin gespannt, wir steigen ein und zeigen euch das. Das Fahrzeug liegt in der L7E-Klasse. Das ist eine gesetzlichen Klasse, die eine Leermasse von maximal 450 Kilogramm und eine Leistung von 15 kW maximal vorschreibt. Dieser Faltmechanismus, den wir später noch im Detail ansehen werden, beziehungsweise Transform-Mechanismus, wie auch immer ihr das dann nennen wollt, ist im Übrigen in der 7. Generation, denn die Firma hat das Ganze schon in 6 Generationen davor entwickelt, um es jetzt hier final auf den Markt zu bringen. Ich finde es interessant zu sehen, wie breit das Fahrzeug mit 1,40 Meter dann tatsächlich ist im Vergleich zur Spur von einem Meter. Im unteren Bereich des Fahrzeuges findet sich ein 16,4 Kilowattstunden großer Akku, von dem ihr 15 Kilowattstunden im Alltag nutzen könnt. Das bedeutet dann im Alltag eine Reichweite von 120 bis 180 Kilometern, einer Topgeschwindigkeit von 90 km/h und eben dem City-Modus, also dieser kleinen Version bis 30 km/h und darüber hinaus dann eben in der ausgefalteten Variante. Das Fahrzeug kommt mit einem Kofferraum und einer standardmäßig umgefalteten zweiten Sitzreihe. Diese ist quasi mehr eine Notoption. Ihr seht schon, Kofferraum hat man dann nicht mehr so wirklich. Und das Fahrzeug soll im Übrigen in den ersten Produktionsjahren, also 2025 und 2026, zu 90% nur zu B2B-Kunden, also zu Firmenkunden kommen. 10% werden freigehalten für tatsächliche Endkunden. Diese können das Fahrzeug aktuell für eine Gebühr von 150 € vorbestellen und zahlen dann schlussendlich 12.500 €. Die Türen sind dabei aktuell ziemlich cool. Man weiß jedoch noch nicht, ob diese auch in Serie kommen. Das gilt für einige Funktionen, das muss man an der Stelle einfach sagen. Es ist nun mal ein Prototyp und ein erstes Showcar. Und deswegen müssen wir auch für den Innenraum in ein zweites Fahrzeug wechseln, was im Übrigen ziemlich cool foliert ist. Und die Gründer bzw. auch Entwickler sagten zu mir, sie wollen das Fahrzeug in Zukunft so personalisierbar wie möglich gestalten und es auch zum Beispiel von Haus aus in einer Folierung anbieten. Hier seht ihr jetzt einmal die zweite Sitzreihe, welche mir auch persönlich groß erschien. Klar, dann hat man vorne nicht mehr ganz so viel Platz, aber im Alltag wird man das Fahrzeug wahrscheinlich eher alleine nutzen. Das Cockpit an sich ist wirklich cool gestaltet. Ihr habt 2 Displays, also ein Fahrer-Info-Display und daneben noch ein Hauptdisplay. Ihr habt klassische Schalter für zum Beispiel die Lichtsteuerung oder auch die Warnblinkanlage und ihr habt auch haptische Tasten auf dem Lenkrad. Das Fahrer-Info-Display ändert dabei auch mit der Ambientebeleuchtung die Farbe zwischen Blau und Gelb, je nachdem, ob es eingefaltet oder ausgefaltet ist. Und dahinter befindet sich relativ clever ein kabelloses Ladepad für das Handy. Das ist natürlich auch noch Prototypenstatus. Man weiß nicht, ob das dann so in Serie kommt. An Details wie diesem Cupholder und der gut abgestickten Front sieht man aber, hier ist schon echt eine Detailverliebtheit. Mir gefällt auch der NFC-Tag, denn das Fahrzeug soll schlussendlich nur über das eigene Smartphone entsperrt werden und es so Sharing-Anbietern beispielsweise vereinfachen, das Fahrzeug auch zu personalisieren. Und dazu gehört dann sogar eine personalisierte Sitzeinstellung, denn, so zumindest die Gründer, das Fahrzeug soll schlussendlich auch elektrische Sitze bekommen. Und auch USB-Anschlüsse hier an dieser Stelle finde ich sehr praktisch und auch, dass der Unterbereich der Tür so glasartig ist. Also das sieht echt aus wie in einem McLaren und ist ganz nett, denn es macht dieses Raumgefühl nochmal schöner. Klar, hier im Prototypenstatus haben wir aktuell noch viele Elemente, die man vielleicht auch von anderen Herstellern kennt. Bauteile wie die Türen sind aber natürlich selbst entwickelt. Irgendwo will man sich ja auch dann abheben. Das Display auf der rechten Seite hat ein eigenes Betriebssystem und wirklich viele Funktionen. Das hat mich echt überrascht.
überrascht. Darunter haben wir dann den Start-Stopp-Knopf und den Gangwahlhebel. Das ist echt klein und minimalistisch, gefällt mir sehr gut. Auf dem Display habt ihr dann eine Navigationskarte in der Größe von Fahrzeug, wirklich herausragend, eine Klimasteuerung mit verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten, auch einer Sitzheizung. Ihr habt nativ einen Musikplayer wie zum Beispiel Spotify integriert und natürlich auch Einstellungsmöglichkeiten und das alles auf diesem kleinen Screen. Insgesamt macht der Innenraum aber wirklich einen durchdachten Charakter. Hier wurde der Platz perfekt ausgenutzt und auch Elemente wie dieses Glas-Panoramadach machen es noch einmal luftiger. Bevor wir jetzt aber wieder auf das rote Fahrzeug wechseln für den Fahreindruck, noch ein, zwei Facts. Zum einen möchte der Hersteller bis zum Jahr 2025 15.000 Fahrzeuge pro Jahr schaffen, also im ersten Produktionsjahr. 2026 sollen es dann schon 50.000 bis 70.000 sein. Sie wollen dabei auf lokale europäische Lieferketten setzen. Schauen wir mal, denn diese Größe von Fahrzeug kommt ja sonst oft einfach nur aus China und wird importiert. Im 4. Quartal 2024 soll die Produktion starten und wie eben gesagt, zu Beginn erst einmal mit B2B-Kunden. Und ein wichtiger Fakt, wo ich aber leider nichts am Fahrzeug finden konnte, ist, dass das Fahrzeug mit DC geladen werden soll, also mit Gleichstrom, würde bedeuten, hier müsste irgendwo ein CCS-Anschluss sein und das kann dann von 0 auf 80% in 30 Minuten nachladen, was wirklich vernünftig ist und ein Beschleunigungswert für euch 0 auf 50 km/h in 5 Sekunden. Einmal voll durchtreten und schon bei 40 km/h. Nicht schlecht. Klar, das Fahrzeug ist ein Prototyp und wir versuchen jetzt hier natürlich nichts kaputt zu machen oder ähnliches. Aber da geht schon echt was. Also wenn man das hier so sieht, klar, es klappert alles und das ist auch vollkommen legitim. Es ist ja einfach ein Prototyp für ein Fahrzeug, was in über 2 Jahren hier auf den Markt kommt in Deutschland. Und dafür, so einmal hier, Spurwechsel, das macht schon Laune. Da kann man sich schon sehen lassen hier auf jeden Fall. Ich glaube, das ist auf jeden Fall was mit Potenzial. Wir sind jetzt gerade in der breiten Variante, das heißt, ich habe aktuell die Möglichkeit, die ganze Spurbreite zu nutzen von 1,40 Meter. Wir werden es jetzt gleich mal noch einfahren. Dazu darf ich aber maximal 30 km/h fahren, denn drunter, beziehungsweise sonst geht das nicht. Also klicke ich einmal auf Close. Oh, ich bin drüber, über 30 km/h. So. Und ich bin geschlossen. Wahnsinn! Ein mechanisches Geräusch hier drin und jetzt bin ich limitiert auf 25 km/h beziehungsweise auf 30, mehr geht jetzt nicht und ich kann wieder auf Close oder auf Open klicken, so, gedrückt halten und jetzt fährt es raus und jetzt kann ich auch im Open-Modus, jetzt lädt es natürlich, aber jetzt ist hier alles wieder gelb und ich kann jetzt wieder schneller fahren. Das ist schon witzig und jetzt fahren wir hier mal die Kurve, so. Und wir fahren wieder drunter. Ich will einfach mal die Kurven ausprobieren, wie das dann tatsächlich sich ändert. Ob es eben außen oder drin ist. So, und jetzt fahren wir hier die Kurve. Oh ja, das schwingt schon deutlich mehr, abhängig davon, ob man eben außen oder innen ist. Krass, was das für einen Unterschied macht. Nein, ich weiß zum heutigen Zeitpunkt leider nicht, ob es diese wunderschönen drehbaren Türen in die finale Variante finden werden. Ich weiß aber, dass das Konzept an sich richtig cool ist. Und ich bin mega gespannt auf euer Feedback jetzt schon mal in den Kommentaren. Was haltet ihr davon, so einen gewissermaßen geupdateten Nachfolger vielleicht auch von der Renault Twizy zu haben? Wenn Kevin heute mit da wäre, der würde das Fahrzeug feiern, denn der wollte schon immer, dass wir die Twizy für euch mal testen. Ich finde es deutlich besser. Das Interieur hat mich wirklich überrascht, was da alles geboten wird. Allein die Tatsache, dass man 2 Displays hat, eine Klimatisierung und vollständige Türen, das ist schon wirklich ein richtiges Statement. Und die Art und Weise, wie das hier unten verbaut wurde, ist auf jeden Fall mega cool gedacht und vor allem auch gut umgesetzt. Ich bin gespannt auf euer Feedback in den Kommentaren, schreibt es gerne rein. Und dann war es das von mir zu diesem ersten Eindruck hier zum City Transformer. Wir sehen uns bei einem der nächsten Videos wieder, wenn ihr auf Abonnieren geklickt habt. Bis dahin, ciao.